Servus Freunde, hier ist David, euer Deutschlehrer von Like Germans. Die Reise in Lisas Zukunft geht weiter. In diesem Video treffen wir 20 Jahre später Herrn Kunze. Und am Ende des Videos treffen wir einen von Lisas alten Freunden. Wer das ist, erfahrt ihr am Ende des Videos. Wenn ihr euch ein bestimmtes Video wünscht, dann schreibt uns eure Idee unten in die Kommentare. Denkt auch daran, dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Und jetzt viel Spaß mit dem neuen Video. Auf geht's! Ja, die E-Mail ist tatsächlich von meinem alten Lehrer. Ja, die E-Mail ist tatsächlich von meinem alten Lehrer. Es gibt ein Klassentreffen. Es gibt ein Klassentreffen. Ich würde wirklich gerne hingehen. Ich würde wirklich gerne hingehen. Nächstes Wochenende muss ich aber arbeiten. Nächstes Wochenende muss ich aber arbeiten. Ich denke, du solltest hingehen. Ich denke, du solltest hingehen. Natürlich können Sie zu dem Klassentreffen gehen. Natürlich können Sie zu dem Klassentreffen gehen. Ich werde Carolina sagen, dass sie die Präsentation vorbereiten soll. Ich werde Carolina sagen, dass sie die Präsentation vorbereiten soll. Meine Eltern wissen noch gar nicht, dass ich komme. Meine Eltern wissen noch gar nicht, dass ich komme. Ich möchte sie überraschen. Ich möchte sie überraschen. Lisa, mein Schatz, was machst du denn hier? Lisa, mein Schatz, was machst du denn hier? Es gibt dieses Wochenende ein Klassentreffen. Es gibt dieses Wochenende ein Klassentreffen. Ich dachte mir, davor besuche ich dich und Mama. Ich dachte mir, davor besuche ich dich und Mama. Ich habe mein Zimmer immer geliebt. Ich habe mein Zimmer immer geliebt. Hier ist alles genau wie früher. Hier ist alles genau wie früher. Lisa, mein Liebling. Lisa, mein Liebling. Was für eine tolle Überraschung. Was für eine tolle Überraschung. Wir haben uns so lange nicht gesehen. Wir haben uns so lange nicht gesehen. Hallo Mama, hallo Mama. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ich wollte dich eigentlich anrufen. Ich wollte dich eigentlich anrufen. Es kam aber immer etwas dazwischen. Es kam aber immer etwas dazwischen. Ah, mach dir keinen Kopf. Ah, mach dir keinen Kopf. So ist das Leben nun einmal. So ist das Leben nun einmal. Man hat immer viel zu tun. Man hat immer viel zu tun. Es gibt also ein Klassentreffen. Es gibt also ein Klassentreffen. Ja, kannst du dich noch an Herrn Kunze erinnern? Ja, kannst du dich noch an Herrn Kunze erinnern? Natürlich, das war doch dein Klassenlehrer. Natürlich, das war doch dein Klassenlehrer. Ja, genau. Ja, genau. Er hat allen Schülern von früher eine E-Mail geschrieben. Er hat allen Schülern von früher eine E-Mail geschrieben. Damit wir uns alle wiedersehen. Damit wir uns alle wiedersehen. Was für eine tolle Idee. Was für eine tolle Idee. Er war schon immer ein guter Lehrer. Er war schon immer ein guter Lehrer. Das ist wahr. Das ist wahr. Ich habe viel von ihm gelernt. Ich habe viel von ihm gelernt. Hast du denn noch Kontakt zu einem deiner alten Freunde? Hast du denn noch Kontakt zu einem deiner alten Freunde? Nein, ehrlich gesagt nicht. Nein, ehrlich gesagt nicht. Nach dem Schulabschluss haben wir uns irgendwie auseinandergelebt. Nach dem Schulabschluss
haben wir uns irgendwie auseinandergelebt. Was ist mit Sarah? Was ist mit Sarah? Weißt du, was aus ihr geworden ist? Weißt du, was aus ihr geworden ist? Nein, ehrlich gesagt nicht. Nein, ehrlich gesagt nicht. Naja, das ist ganz normal. Naja, das ist ganz normal. Ich habe auch keinen Kontakt mehr zu meinen alten Freunden. Ich habe auch keinen Kontakt mehr zu meinen alten Freunden. Es wird auf jeden Fall schön, alle wiederzusehen. Es wird auf jeden Fall schön, alle wiederzusehen. Ich freue mich auch schon sehr darauf. Ich freue mich auch schon sehr darauf. Hast du Lust, heute Abend etwas essen zu gehen? Hast du Lust, heute Abend etwas essen zu gehen? Ich würde gerne. Ich würde gerne. Ich bin aber sehr müde. Ich bin aber sehr müde. Ich würde lieber ausschlafen. Ich würde lieber ausschlafen, damit ich morgen fit bin. Damit ich morgen fit bin. Dann tu das, mein Schatz. Dann tu das, mein Schatz. Wir sehen uns morgen früh in aller Frische. Wir sehen uns morgen früh in aller Frische. Danke für das Verständnis, Mama. Danke für das Verständnis, Mama. Einen Tag später. Einen Tag später. So gut habe ich schon lange nicht mehr geschlafen. So gut habe ich schon lange nicht mehr geschlafen. Ich werde etwas Kleines essen. Ich werde etwas Kleines essen. Danach kann ich schon zur Schule fahren. Danach kann ich schon zur Schule fahren. Guten Morgen, Papa. Guten Morgen, Papa. Hallo, Lisa. Schau mal, was ich für dich gemacht habe. Hallo, Lisa. Schau mal, was ich für dich gemacht habe. Sind das etwa Pfannkuchen? Sind das etwa Pfannkuchen? Richtig, ich habe sie so gemacht, wie du sie liebst. Richtig, ich habe sie so gemacht, wie du sie liebst. Danke, Papa. Danke, Papa. Wow, sie schmecken wirklich genau wie früher. Wow, sie schmecken wirklich genau wie früher. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Pfannkuchen gegessen habe. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Pfannkuchen gegessen habe. Wie schön, dass sie dir schmecken. Wie schön, dass sie dir schmecken. Iss am besten auf. Iss am besten auf. Du brauchst viel Energie. Du brauchst viel Energie. Auf dich wartet ein langer Tag. Auf dich wartet ein langer Tag. Wann fährst du denn zur Schule? Wann fährst du denn zur Schule? Das Klassentreffen ist erst heute Abend. Das Klassentreffen ist erst heute Abend. Ich wollte aber demnächst schon zur Schule fahren. Ich wollte aber demnächst schon zur Schule fahren. Vielleicht treffe ich ja schon einen meiner alten Lehrer. Vielleicht treffe ich ja schon einen meiner alten Lehrer. Oder einen meiner alten Freunde. Oder einen meiner alten Freunde. Das ist eine tolle Idee. Das ist eine tolle Idee. Ich will dich auch nicht weiter aufhalten. Ich will dich auch nicht weiter aufhalten. Viel Spaß in deiner alten Schule, Lisa. Viel Spaß in deiner alten Schule, Lisa. Danke, Papa. Danke, Papa. Das Frühstück war perfekt. Das Frühstück war perfekt. Ich bin gespannt, ob sich die Schule verändert hat. Ich bin gespannt, ob sich die Schule verändert hat. Ich hatte wirklich eine tolle Schulzeit. Ich hatte wirklich eine tolle Schulzeit. Hier hat sich nichts verändert. Hier hat sich nichts verändert.
Die Schule sieht genauso aus wie früher. Die Schule sieht genauso aus wie früher. Ich habe hier wirklich sehr viele schöne Momente erlebt. Ich habe hier wirklich sehr viele schöne Momente erlebt. Manchmal würde ich gerne zurück. Manchmal würde ich gerne zurück. Wie schön wäre es, noch einmal 10 Jahre alt zu sein. Wie schön wäre es, noch einmal 10 Jahre alt zu sein. Als Kind hat man keine Pflichten und keine Sorgen. Als Kind hat man keine Pflichten und keine Sorgen. Man kann die Zeit einfach genießen. Man kann die Zeit einfach genießen. Ich glaube, ich werde in die Schule reingehen. Ich glaube, ich werde in die Schule reingehen. Vielleicht treffe ich ja jemanden von früher. Vielleicht treffe ich ja jemanden von früher. In diesen Hallen ist so viel passiert. In diesen Hallen ist so viel passiert. Die Zeit mit Sarah und Markus war wirklich toll. Die Zeit mit Sarah und Markus war wirklich toll. Es gab aber auch nicht so schöne Momente. Es gab aber auch nicht so schöne Momente. Zum Beispiel, als ich den Streit mit Clara hatte. Zum Beispiel, als ich den Streit mit Clara hatte. Da vorne müsste mein altes Klassenzimmer sein. Da vorne müsste mein altes Klassenzimmer sein. Mal schauen, ob jemand drin ist. Mal schauen, ob jemand drin ist. Herr Kunze, sind Sie es? Herr Kunze, sind Sie es? Warte kurz. Lisa? Lisa Peters? Lisa Peters? Sie können sich noch an mich erinnern? Sie können sich noch an mich erinnern? Ja, natürlich. Wie könnte ich dich nur vergessen? Ja, natürlich. Wie könnte ich dich nur vergessen? Du warst eine meiner besten Schülerinnen. Danke sehr, das ist sehr nett von Ihnen. Danke sehr, das ist sehr nett von Ihnen. Du kannst mich auch gerne duzen, Lisa. Was machst du schon hier? Unser Klassentreffen ist doch erst heute Abend. Ich wollte schon ein bisschen früher herkommen. Ich dachte, vielleicht treffe ich jemanden von früher. Na dann, hat dein Plan ja funktioniert. Wie geht es dir, Lisa? Wo arbeitest du jetzt? Ich habe einen Job in einer Bank in Frankfurt. Nach dem Schulabschluss habe ich Wirtschaft studiert. Dann habe ich 2 Jahre im Ausland gelebt. Das klingt ganz nach dir. Du warst schon immer abenteuerlustig. Du warst also im Ausland. Wo genau warst du und was hast du dort gemacht? Ich war 1 Jahr in Brasilien. Dort habe ich in einer Schule Deutschunterricht gegeben. Das ist ja toll. Also warst du ein Lehrer so wie ich? Ja, genau. Ich habe aber nicht nur gearbeitet.
Ja, genau. Ich habe aber nicht nur gearbeitet. Ich habe auch surfen gelernt und bin viel in Südamerika gereist. Ich habe auch surfen gelernt und bin viel in Südamerika gereist. Ich wünschte, das hätte ich auch gemacht, als ich noch jung war. Ich wünschte, das hätte ich auch gemacht, als ich noch jung war. Und wo hast du das zweite Jahr verbracht? Und wo hast du das zweite Jahr verbracht? Nach dem Jahr in Brasilien bin ich nach Asien gegangen. Nach dem Jahr in Brasilien bin ich nach Asien gegangen. Dort habe ich in einem Hotel gearbeitet. Dort habe ich in einem Hotel gearbeitet. Ich bin viel durch Thailand gereist. Ich bin viel durch Thailand gereist. Ein echtes Abenteuer. Und bist du schon verheiratet? Ein echtes Abenteuer. Und bist du schon verheiratet? Wie sieht es mit Kindern aus? Wie sieht es mit Kindern aus? Verheiratet bin ich noch nicht. Verheiratet bin ich noch nicht. Ich bin aber verlobt. Ich bin aber verlobt. Franz und ich haben noch keine Kinder. Franz und ich haben noch keine Kinder. Das klingt doch schön. Das klingt doch schön. Du bist also richtig erwachsen geworden, Lisa. Du bist also richtig erwachsen geworden, Lisa. Das macht mich wirklich sehr glücklich. Das macht mich wirklich sehr glücklich. Vielen Dank, Herr Kunze. Vielen Dank, Herr Kunze. Ich wollte mich auch noch einmal bei Ihnen bedanken. Ich wollte mich auch noch einmal bei Ihnen bedanken. Damals habe ich es nicht ganz verstanden. Damals habe ich es nicht ganz verstanden. Sie haben manchmal von Disziplin geredet. Sie haben manchmal von Disziplin geredet. Und Sie waren sehr streng. Und Sie waren sehr streng. Jetzt merke ich aber, wie sehr mir das alles geholfen hat. Jetzt merke ich aber, wie sehr mir das alles geholfen hat. Ich habe von Ihnen wirklich viel gelernt. Ich habe von Ihnen wirklich viel gelernt. Dafür möchte ich mich noch einmal bedanken. Dafür möchte ich mich noch einmal bedanken. Es ist sehr schön, diese Worte zu hören, Lisa. Es ist sehr schön, diese Worte zu hören, Lisa. Vielen Dank dafür. Vielen Dank dafür. Hast du denn noch Kontakt zu einem deiner alten Freunde? Hast du denn noch Kontakt zu einem deiner alten Freunde? Ehrlich gesagt habe ich zu niemandem mehr Kontakt. Ehrlich gesagt habe ich zu niemandem mehr Kontakt. Aber du und Sarah wart doch so gut befreundet. Aber du und Sarah wart doch so gut befreundet. Ich war mir sicher, dass eure Freundschaft durchhalten wird. Ich war mir sicher, dass eure Freundschaft durchhalten wird. Das dachte ich auch. Das dachte ich auch. Aber Menschen verändern sich nun einmal. Aber Menschen verändern sich nun einmal. Wissen Sie denn, ob Sarah zum Treffen kommt? Wissen Sie denn, ob Sarah zum Treffen kommt? Ja, Sarah und Markus sind in der Stadt. Ja, Sarah und Markus sind in der Stadt. Das wird ein sehr schönes Treffen. Das wird ein sehr schönes Treffen. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Lisa, ich muss gleich eine Klasse unterrichten. Lisa, ich muss gleich eine Klasse unterrichten. Kein Problem, Herr Kunze. Kein Problem, Herr Kunze. Dann sehen wir uns heute Abend. Dann sehen wir uns heute Abend. Ja, bis heute Abend. Ja, bis heute Abend. Ich freue mich schon darauf. Ich freue mich schon darauf. Ja, ich rufe Sie später zurück, um die Details zu besprechen. Ja, ich rufe Sie später zurück, um die Details zu besprechen. Sarah, bist du es etwa? Sarah, bist du es etwa? Oh mein Gott, Lisa!
Oh mein Gott, Lisa. Du bist es also wirklich? Du bist es also wirklich? Ich hätte dich fast nicht erkannt. Ich hätte dich fast nicht erkannt. Wie lange ist es nur her? 20 Jahre vielleicht? Wie lange ist es nur her? 20 Jahre vielleicht? Ja, wir haben uns vor ziemlich genau 20 Jahren das letzte Mal gesehen. Ja, wir haben uns vor ziemlich genau 20 Jahren das letzte Mal gesehen. Was machst du schon hier? Was machst du schon hier? Ich habe gerade Herr Kunze getroffen und ein bisschen mit ihm gesprochen. Ich habe gerade Herr Kunze getroffen und ein bisschen mit ihm gesprochen. Wie schön, wie schön. Was machst du schon so früh hier? Was machst du schon so früh hier? Mein Assistent hat den Termin falsch in meinen Kalender eingetragen. Mein Assistent hat den Termin falsch in meinen Kalender eingetragen. Ich dachte, das Treffen findet jetzt statt. Ich dachte, das Treffen findet jetzt statt. Es ist aber erst heute Abend. Es ist aber erst heute Abend. Alles klar, wenn du jetzt nichts vorhast, könnten wir doch zusammen einen Kaffee trinken. Alles klar, wenn du jetzt nichts vorhast, könnten wir doch zusammen einen Kaffee trinken. Ich würde gerne hören, was du zurzeit so machst. Ich würde gerne hören, was du zurzeit so machst. Eigentlich habe ich Termine. Eigentlich habe ich Termine. Aber für dich nehme ich mir gerne die Zeit. Aber für dich nehme ich mir gerne die Zeit. Frage für euch. In welchem Land war Lisa nicht? A. Thailand, B. Brasilien oder C. Kanada? Schreib einen Kommentar und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.